3 Tipps, wie du Affiliate Marketing mit YouTube richtig umsetzt. Eins vorab, diese unglaublichen Strategien konnte ich aus dem kostenlosen Online-Training der Sales Angels mitnehmen. Ich kann es dir nur wärmstens empfehlen. Daher drücke unter diesem Video auf den Button und melde dich zum Gratis-Training an. Zöger nicht, denn keiner weiß, wie lange dieses Training noch online ist. PS, nimm dir einen Stift und einen Zettel zur Hand. Du wirst ihn definitiv brauchen, um später auf dieses geballte Know-how zurückgreifen zu können. Ich begrüße dich zurück. Mein Name ist Pierre und heute, wie gesagt, schauen wir uns mal die 3 kleinen Tipps an, die ich aus dem Training mitnehmen konnte. Es ist auf jeden Fall wesentlich mehr da drin. Es ist wirklich unglaublich viel, was dort vermittelt wird in diesem Training. Von daher, wie gesagt, schau es dir gerne mal an. Und jetzt kommen wir zum ersten Tipp, den ich dir mitgeben kann. Gerade wenn du jetzt Anfänger bist auf YouTube, ist das auf jeden Fall eine sehr interessante Möglichkeit, beziehungsweise sehr wichtig sogar, damit du überhaupt sozusagen wahrgenommen wirst. Und zwar Tipp Nummer 1 ist Thumbnails. Sie sind dein Aushängeschild. Du brauchst halt wirklich ein gutes Vorschaubild heutzutage. Und dieses Thumbnail ist wirklich das Erste, was die Leute sehen. Und wenn du dieses nicht sozusagen gezielt sozusagen aufarbeitest oder halt wirklich auch psychologische Effekte mit einbaust, wie Farben etc., dann wird es halt wirklich schwierig. Dann geht wahrscheinlich das Video unter, die Leute scrollen vorbei und das war's. Und dann bringt auch der beste Content nichts, wenn dein Thumbnail nicht stimmt. Da kommt es erstmal drauf an, deine Grafik, die muss auf jeden Fall stimmen, die da drin ist. Dann muss die Farben, die müssen zusammenpassen. Was natürlich auch sehr wichtig ist, dann noch die Auflösung des Thumbnails, dass es wirklich in HD aufgenommen ist, beziehungsweise in HD gespeichert ist. Die Farbe Rot ist eine wirklich sehr prägnante Farbe und ja, sie sticht halt ins Auge. Und mit Rot kann man, also wenn du bei größeren YouTubern mal guckst, da siehst du meistens, dass viel mit den roten Farben gespielt wird und ja, meistens natürlich auch noch eine Person, die mit auf dem Bild drauf ist, um halt wirklich so, wie Menschen kaufen ja von Menschen, und das gibt ja sozusagen einen gewissen Trust schon mal. Und das ist dann ansprechender, wenn jemand noch mit auf dem Bild drauf ist, als wenn einfach nur ein kahles Bild ist, wo jetzt gar keine Person zu sehen ist. Von daher, wie gesagt, die Thumbnails sind sehr, sehr wichtig, auch gerade was da drauf steht. Der Text, der zum Beispiel auf diesem Thumbnail draufstehen sollte, muss wieder in deinem Keyword zu finden sein, Also es muss eigentlich also dein Keyword gehört auf das Thumbnail und was natürlich noch genauso wichtig ist, bei Tipp Nummer 2, dass deine Headline, dein Titel sozusagen genau dieses selbe Keyword mit drin hat. Und wenn du darüber dann sprichst, zum Beispiel in dem Video, erwähne natürlich auch das Keyword, weil YouTube kann natürlich auch deine Sprache sozusagen herauslesen und dich dementsprechend halt einordnen. Von daher ist es natürlich, wenn du jetzt Clickbait betreibst und hast natürlich sozusagen, willst nur, dass die Leute da draufklicken und dann ist dein Inhalt ein komplett anderer, weil du von was ganz anderem erzählst, dann hast du das Problem, dass YouTube das erkennt und du wirst dadurch abgestraft, weil Clickbait ist nicht mehr gut angesehen und von daher sollst du die Finger davon lassen. Nimm lieber Titel, die wirklich sinnvoller sind, und zwar deine Keywords, die du mit drin hast. Gerade als Affiliate wäre das sehr wichtig. Du brauchst die Keywords, um zu wissen, welche Probleme die Leute haben, um dementsprechend dein Video um dieses Keyword drumherum zu bauen. Von daher sind klickstarke Headlines sehr wichtig, und wie du sozusagen diese Headlines schreibst, das erfährst du natürlich auch in diesem kleinen Online-Kurs, in diesem Workshop. Eins kann ich auf jeden Fall schon mal verraten, und zwar die Headline, die schreibt man so, die hat sozusagen einen Anfang, sozusagen man teasert was an, man erzeugt Neugierde. Der mittlere Teil von deiner Headline ist dann dein Keyword und nach dem Keyword kommt dann das Ende, das ist dann, was nochmal ein Geheimnis sozusagen drumherum baut, was nochmal sozusagen erneut Neugierde weckt, dass man wirklich dann da drauf klickt. Genau. Und wie das aber, welche Wörter das so sind, wie das funktioniert alles, wie gesagt, das findest du dann in dem Online-Workshop. Und wie gesagt, ich kann halt immer nur sagen, schau einfach rein, guck dir das an, es ist kostenlos. Ich finde es
mega genial gemacht und ich konnte sehr viel mitnehmen. Ich habe natürlich auch viele Zettel voll geschrieben und ja, wie gesagt, coole Sache. So, der nächste Punkt ist Tipp Nummer 3, den ich für dich habe, und zwar dein Mehrwert im Video. Ja, und darum geht es nämlich in dem Video dann, was du da darüber sozusagen berichtest. Ne? Das muss natürlich zu deinem Keyword passen. In deinem Beitrag muss natürlich auch dein Keyword mal erwähnt werden. Gerade am Anfang ist es sehr wichtig, dass du dann sozusagen nochmal deinen ganzen Titel sozusagen erwähnst, weil die Leute wollen ja wissen, um was es geht. Manche, die lesen ja keinen Titel, die klicken nur aufs Bild, weil es interessant ist. Und dann wollten sie halt natürlich auch wissen, um was es geht. Ne? Und die ersten 10 Sekunden sind halt da entscheidend. Von daher ist natürlich, wie gesagt, eine Ansprache sehr wichtig. Das wäre der erste Teil sozusagen. Dann ein bisschen Neugierde wecken erstmal. Und dann kommt halt deine Story dazu, ne? Was du so erzählst, dein Content, um was es halt allgemein so geht. Und zum Schluss halt nochmal die Handlungsaufforderung, das Call to Action, ne? Zum Beispiel hier, abonniere mich zum Beispiel oder klick unten auf den Link. Das wäre halt sozusagen der nächste Schritt, was natürlich mit erwähnt werden sollte. Und das muss natürlich auch am Anfang mit passieren. Denn, ja, wie gesagt, die ersten 10 Sekunden sind die entscheidenden Sekunden und wenn man die natürlich versäumt, verliert man sehr viel potenzielle Leads. Ich hoffe, diese 3 Tipps haben dir weitergeholfen. Du kannst natürlich auch hier meinen Kanal ein bisschen durchstöbern. Da sind natürlich auch weitere Informationen und Tipps und Tricks zu YouTube und Affiliate Marketing. Und ich drehe natürlich auch sehr viele Reviews über diverse Coaching-Programme etc. Von da kannst du gerne mal reinschnuppern. Vielleicht hilft es dir bei deiner Entscheidung, wenn du irgendwelche Produkte dir raussuchst und weißt halt nicht, was darin oder was dahinter steckt, dann kannst du gerne da mal ein bisschen reinschnuppern, ne? Um dir deine Entscheidung zu erleichtern, ob es was für dich wäre oder nicht. In dem Sinne verabschiede ich mich und bedanke mich natürlich fürs Zuschalten und ja, bis zum nächsten Video. Ciao.